Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Dell Inspiron 14 und zwar ein 5410 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer rankommt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Bei dem Gerät hier ist es so, dass die genaue Modellnummer im Grunde genommen nicht mit drauf steht. Dafür gibt es bei Dell hier drüben die Service Tag Nummer. Und ja, wenn ihr bei Dell die Service Tag Nummer eingebt, kommt ihr so an die Modellnummer ran. Und mit der wiederum findet ihr dann alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Ja, und allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das ja ein Touch-Display ist. Das heißt, hier muss man die komplette Einheit tauschen. Die kommt dann mit allen Kabeln und Scharnier und so weiter. Bei der Tastatur ist es so, das kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad hingegen kann man auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Und da ist es bei dem Gerät so, die 4 hier unten, die kommen komplett raus, während die 3 hier oben nur gelockert werden. Das heißt, die bleiben im Gehäuse und werden da wirklich nur rausgedreht. Und meistens hebt sich da auch schon die Unterseite so ein bisschen. Und ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da ist echt alles dabei, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und in dem Fall für die Kreuzschrauben hier nehme ich ein PH0 als Aufsatz und ja, den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät selber verwenden. Wenn man dann alle Schrauben gelöst hat bzw. rausgenommen hat, muss man das Gerät quasi von der Unterseite trennen oder umgekehrt. Und da ist es so, die Verbindungslinie, die kann man hier ganz gut sehen. Die läuft hier einmal um das Gerät herum. Und da muss man dann im Grunde genommen versuchen, zwischen Gerät und Unterseite eine Öffnung zu finden. Ich benutze da jetzt einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und ja, dann versucht man eben hier eine kleine Öffnung zu schaffen, sich da einzuhebeln und das dann nach oben hin aufzuhebeln. Und da ist es auch so, das Knacken, das kann ja echt sehr, sehr laut knacken. Das ist aber völlig normal, das gehört dazu. Das ist, wenn sich die Einraststellen hier drin lösen. Und da geht man einfach mit ein bisschen Geduld dran. Wenn das Gerät noch nie geöffnet war, kann das ein bisschen schwerer gehen. Aber in jedem Fall einfach sich um das Gerät herum arbeiten. Und auf der Rückseite ist es so, dass sich durch das Lösen der Schrauben da meistens dann auch schon eine kleine Lücke ergibt. Und auch da kann man dann eigentlich relativ einfach drunter hebeln. Und da muss man eben schauen, dass alle Schrauben auch wirklich locker sind. Wenn es mal schwerer geht, lieber noch ein bisschen drehen und schauen. Und dann kann man das meistens mit ein bisschen Rütteln und Wackeln einfach von der Unterseite abnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir da jetzt aber irgendwas weiteres machen, stellen wir auf jeden Fall sicher, dass der Akku nicht mehr mit dem Mainboard verbunden ist und das Gerät wirklich stromfrei ist. Und wir sehen hier den Akku und da ist das Kabel zum Mainboard. Das ist hier unter so einem Klebeband noch drunter. Genau hier. Und den kann man jetzt einfach nach hinten hin rausziehen. Kann man auch am Kabelbund fassen. Und ja, ist so eben auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass der Akku
etwas verkürzteres Modell ist. Den gibt es also auch noch in einer langen Variante, die dann bis hier hinten hingeht. Dann sehen wir hier die SSD. Auch das ist also in dem Fall eine verkürzte SSD. Geht aber auch eine ganz normale lange SSD rein. Dann sehen wir unter den beiden Abdeckungen hier den RAM. Da ist das WLAN-Modul mit den Antennen. Wir können hier drüben noch die CMOS-Batterie sehen, die hier quasi einfach nur aufgeklebt ist und da zum Mainboard geht. Und bei dem Gerät ist es auch so, dass die Strombuchse, die gibt es tatsächlich einzeln. Die läuft hier unter dem Scharnier und dann hier zum Mainboard. Das heißt, die kann man separat tauschen, falls da mal irgendwas sein sollte. Dafür muss man das Scharnier abschrauben und die Strombuchse selber ist dann hier noch mit einer Schraube fixiert. Und dann kann man das echt super einfach austauschen. Wenn man den Akku tauschen will, muss man nur die Schrauben hier rausnehmen. Die sind auch alle mit M2 auf dem Akku selber beschriftet. Und wenn man alle Schrauben raus hat, kann man den Akku nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Da war jetzt hier einfach nur noch ein kleines Klebeband hier vorne dran. Das kann man einfach wieder zurück machen. Und bei dem Akku, wie bei vielen Akkus von Dell, ist es so, dass bei dem neuen Akku das Kabel nicht mit dazu kommt. Das heißt, das muss man hier vom Akku trennen und aufheben. Und da ist es so, dass es hier unten so eine kleine Haltebrücke gibt. Die muss man erst nach unten ziehen. So, und die gibt dann quasi das Kabel frei. Und dann kann man das rausziehen, dann merkt man sich, wie rum das reinkommt. Und das kommt dann eben auch an den neuen Akku wieder dran. In umgekehrter Reihenfolge. Also einfach auch hier wieder. Ups. Genau dafür ist dann auch die Brücke da. Das ist einfach wieder hier reingesteckt. Und dann kommt die Brücke nach oben. Das jetzt mal schnell hier. Genau so. Dann sieht man das, wenn die Brücke wieder drauf ist. Und einfädeln. Direkt unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad, was sich wie gesagt auch einzeln tauschen lässt. Das wird jetzt hier nur von den beiden Schrauben gehalten. Dann ist hier noch das Kabel aufgeklebt und bei der Steckverbindung ist es so, da kann man nicht einfach dran ziehen. Dann muss man erst den Stecker quasi aufklappen. Das heißt, das so ein bisschen nach oben. Und dann kann das Kabel hier raus und dann, wie gesagt, das klebt dann hier meistens noch relativ kräftig da drauf. Und genau, dann kann man sehen, hier wird das Touchpad gehalten. Und beim Wiederverbinden ist es so, auch da einfach nur schauen, Stecker muss natürlich auf sein, dass das so, diese schwarze Linie gibt das in etwa an, dass das hier wieder richtig drin sitzt. Und dann einfach den Stecker wieder zu. Und dann hat man das. Der RAM lässt sich wie bei allen Geräten auch super einfach tauschen. Der wird jeweils immer nur von diesen beiden Klammern an der Seite hier gehalten. Und dann kann man den RAM einfach rausziehen. Und der passt auch nur in eine Richtung wieder rein. Also so würde der gar nicht gehen. Das heißt, der kommt einfach zurück in den Slot, wird ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Ja, und ähnlich einfach ist auch die SSD. Ob das jetzt eine verkürzte oder eine längere ist, die wird immer nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Und dann kann man die hier aus dem Slot rausziehen. In dem Fall ist da jetzt auch noch so ein kleines Klebeband drüber, was hier so ein bisschen den Slot verdeckt. Genau. Und dann kann man eben hier sehen, da ist der Abstandhalter. Und den kann man, Entschuldigung, den kann man jetzt einfach wirklich hier unten rausziehen. Und dann wird der genauso hier hinten hin wieder draufgeschoben unter diese Abdeckung oder oben drüber, das spielt keine Rolle. Und ich habe jetzt keine lange SSD da, um das zu zeigen, aber dann würde das eben hier unten sitzen und kann da verschraubt werden. Da ist nichts weiter verschraubt, also das muss man wirklich bloß rausziehen und hier hinten unter die Flügel wieder rein stecken.
Und in beiden Fällen kommt die SSD zurück in den Slot. In dem Fall jetzt hier gucken, dass man da auch unter das Klebeband kommt. Genau so. Ja, und dann wird die einfach ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Der Lüfter lässt sich hier auch einzeln tauschen und der wird von diesen Schrauben hier gehalten. Auch die sind hier eben separat gekennzeichnet und wir sehen hier noch das Lüfterkabel und das kann man in dem Fall nach hinten rausziehen. Ich greife da gerne am Stecker selber und nicht am Kabel. Und sobald man die Schrauben gelöst hat, kann man den Lüfter dann einfach aus dem Gerät nehmen. Der ist jetzt in dem Fall auch nirgendwo mehr drunter geschoben, ist also auch super einfach. Beim Lüfterkabel ist es so, dass man auf einer Seite hier am Stecker Kontakte sehen kann, die sind auf der anderen Seite nicht. Und in dem Fall zeigen die Kontakte nach unten und da würde ich auch tatsächlich immer zuerst das Kabel wieder verbinden. Schon allein aus dem Grund, dass man es nicht vergisst. Das ist nämlich echt ärgerlich, weil man dann alles wieder aufmachen muss. Und ja, der neue Lüfter, den kann man dann wirklich einfach hier auf die Gewinde legen. Der sitzt direkt passgenau und muss nur noch verschraubt werden. Beim Wiedereinbau des Akkus, wie gesagt, Anfang schon erwähnt, eventuell das alte Kabel an den neuen Akku machen. Und der wird hier so ein bisschen eingehakt. Also hier unten kann man das so, hier kann man das sehen. Da kommt er quasi drunter und bei der verkürzten Version ist das dann hier. Und dann kommt der so hier wieder rein. Da muss man wirklich so ein bisschen drunter gehen. Und dann fällt er hier auf die Gewinde und auch hier wieder sitzt und wackelt da nichts mehr. Und ja, muss eben nur noch wieder verschraubt werden. Und hier das gleiche Spiel wie beim Lüfter. Nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden. Das kommt zurück und wirklich auch bis ganz zum Anschlag wieder rein. Genau so. Dann kann man auch, wenn man will, das Klebeband hier wieder drauf machen und kann dann die Unterseite wieder verbinden. Ja, und die legt man jetzt im Grunde genommen einfach von oben wieder auf das Gerät. Drückt das nach unten, vor allem von unten, drückt alles wieder fest, auch an der Oberseite und an den Seiten. Und wenn da so kleine Lücken entstehen, also das muss einfach fest eingedrückt werden. Und sobald man hier die Schrauben, die ja im Gehäuse bleiben, nachzieht oder festzieht in dem Fall, dann sieht man auch, dass das sich von allein dann auch wieder schließt. Und ja, also insgesamt alles relativ schnell erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.